Willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Nagel, dessen Nagelecken zum Einwachsen neigen, tamponieren könnt. Sehr viele Menschen haben nämlich Probleme mit ihren Nagelecken bzw. diese neigen zum Einwachsen, entweder weil sie einfach eine eingerollte Form haben oder zu kurz geschnitten worden sind. Wenn hier jetzt noch durch einen geschlossenen Schuh Druck auf die Nagelecken draufkommt, dann passiert es schnell, dass diese sich in das Gewebe eindrücken und einwachsen. Und um das zu verhindern, schauen wir uns heute an, wie man die Nägel tamponieren kann. Auf der rechten Seite sieht man, wie es aussieht, wenn eine Tamponade unter den Nagel gelegt ist. Der Nagel ist nun seitlich angehoben und kann sich nicht mehr in das Gewebe reindrücken und nicht mehr einwachsen. Alles, was du zum Tamponieren benötigst, stelle ich dir nun vor und verlinke das Ganze auch unterhalb vom Video. Du benötigst eine Schere, einen Exkavator oder auch Eckenheber genannt, eine Nagelmasse zum Versiegeln der Tamponade und natürlich eine Tamponade, die es in verschiedenen Stärken gibt. Die Tamponade wähle ich immer je Nagel aus. Bei einem normalen oder eher dünneren Nagel reicht auch eine dünne Tamponade. Ein dicker, kräftiger Nagel, der mehr Druck ausübt, da lege ich dann eher so eine dicke Tamponade drunter. In diesem Beispiel nehme ich jetzt die dünne Tamponade. Ich schneide mir ein kleines Stückchen ab, das ein paar Millimeter breit ist, also so ein bisschen weniger als 1 Zentimeter von der Breite her. Lege das seitlich neben den seitlichen Nagelrand, also neben die Nagelecke. Und dann kommt mein Exkavator zum Einsatz und mit dem Exkavator schiebe ich die Tamponade langsam unter den Nagel. Wichtig ist es nicht zu stopfen, den Exkavator, also mit der Spitze, nicht ins Nagelbett wirklich zu drücken, dass man es nicht verletzt, sondern, wie man hier schön sieht, einfach nur leicht unter den Nagel bzw. unter die Nagelecke schieben. Die Tamponade hebt die Nagelecke jetzt an und die Ecke kann nicht mehr in den Nagelfalz bzw. in das Gewebe einwachsen. Im nächsten Beispiel nehme ich jetzt die dicke Tamponade. Auch hier nehme ich wieder einen Streifen, der einige Millimeter breit ist. Wie ich vorher schon gesagt habe, die dicke Tamponade benutze ich eher wirklich bei dicken, kräftigen Nägeln. Die üben einfach viel mehr Druck aus auf den Nagelfalz und da ist es einfach so, dass eine dünne Tamponade einfach zu wenig ist und den Nagel nicht so anheben würde, wie jetzt hier einfach ein etwas dickeres Material. Ansonsten ist das Vorgehen identisch. Mit dem Exkavator wird die Tamponade sowohl seitlich unter den seitlichen Nagelrand geschoben, aber auch vorne unter die Nagelecke, so dass der Nagel im Insgesamten an der Ecke leicht angehoben wird und nicht in das Gewebe eindrücken kann. Jetzt kommt auch die Nagelmasse zum Einsatz. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, die Nagelmasse ist wie eine Versiegelung für die Tamponade. Die Tamponade an sich würde unter der Nagelecke einfach schnell verrutschen, zum Beispiel beim Duschen. Und damit das nicht passiert, versiegeln wir das Ganze. Einfach ein bisschen Nagelmasse über die Tamponade bzw. über die Ecke und ein paar Sekunden trocknen lassen und dann ist das Ganze versiegelt und verrutscht auch nicht. Die Nagelmasse ist im getrockneten Zustand dann durchsichtig und somit auch nicht mehr sichtbar. Zum Abschluss noch ein paar wichtige Punkte zur Behandlung mit der Nagelfalz-Tamponade. Der erste Punkt ist, die Tamponade kann theoretisch so lange im Nagelfalz verbleiben, bis sie von selber verrutscht oder rausrutscht. In dem Fall kann man dann einfach die Tamponade entfernen und gegebenenfalls durch eine neue ersetzen. Der zweite Punkt ist, wenn der Nagelfalz entzündet ist, dann auf gar keinen Fall die Tamponade mit der Nagelmasse verschließen. Die Nagelmasse wirkt ja in dem Fall wie ein Kleber, also bitte auf keinen Fall verwenden bei einer Entzündung im Nagelfalz. Und der dritte Punkt ist, wenn ihr zum Beispiel Hornhaut oder Hühneraugen im Nagelfalz habt, dann kann man die Tamponade super kombinieren, also in dem Fall bitte auch keine Nagelmasse verwenden, die Tamponade einlegen und dann spezielle Hornhautweicher oder Nagelweicher benutzen, die man auf die Tamponade auftropft und die aufweichend gegen Hornhaut und Hühneraugen wirken. Alle Produkte, die ihr zur Behandlung benötigt, verlinke ich euch unterhalb von diesem Video in der Infobox, also klickt euch da einfach mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben und über ein Abo und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!